They don't want trouble. Sie möchten keinen Ärger. They want to flee when there's trouble. Sie möchten dem Ärger entfliehen und weglaufen. That's why they're called a flight animal. Daher der Name Fluchttier. So I will let Khalifa flee. Also gebe ich Khalifa die Gelegenheit, wegzulaufen. Let him express himself. Er kann sich jetzt hier selbst ausdrücken und zeigen, was er möchte. I discovered, beginning in 1942, 1942 habe ich erstmals hier in Echo gemacht, that horses can communicate with a human being. dass die Pferde mit den Menschen kommunizieren können. Not with a language, Nicht mit einer Sprache der Wörter, but a gesture communication system. sondern mit einem Kommunikationssystem, was auf Gesten beruht. The flight animal is born with one goal, Das Fluchttier wird nur mit einem einzigen Ziel geboren. actually two goals. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind es zwei. One is to reproduce, Das eine ist, sich zu vermehren. and he's a gelding, Er ist ein Wallach. so no reproduction. Also fängt das schon mal aus. One goal when it's dealing with a human being, Und es gibt nur ein Ziel, wenn das Pferd mit dem Menschen zu tun hat. survival. Das heißt, es geht ums Überleben. And if you're going to survive, then you better be in a safe place. Und wenn man überleben möchte, dann muss man am besten an einem sicheren Ort sich aufhalten. Every horse is trying to find a safe place. Jedes Pferd versucht irgendwo einen sicheren Ort zu finden. And after he's gone in both directions, watch this communication. Nachdem er jetzt hier auf beiden Händen gelaufen ist, achten Sie bitte auf die Kommunikation. This ear will lock on me. Das innere Ohr wird auf mich gerichtet sein. And he will make a smaller circle, Der Zirkel wird kleiner werden, like that. so wie jetzt. And he will lower his head right down by the soil, Er wird seinen Kopf bis auf den Boden senken, like that. Watch. Like that. Like that. And he will lick and chew, und er wird das sogenannte Lecken und Kauen zeigen. like that. So wie jetzt. The tongue comes right out and he licks and chews. Er streckt die Zunge raus und leckt und kaut. The ear means I give you my respect. Das Ohr deutet mir an, ich gebe dir meinen Respekt, ich respektiere dich, You're important to me. du bist wichtig für mich. Lowering the head means I'm a horse and I need direction. I need you to show me what we're doing here. Das Senken des Kopfes sagt, ich bin ein Pferd, ich muss jemanden haben, der mir sagt, was ich tun soll. The smaller circle means I want to get closer to you. Der kleinere Zirkel deutet mir an, ich möchte näher zu dir herankommen. And the licking and chewing is the manifestation of the reduction of adrenaline. Und das Lecken und Kauen, das bestätigt, dass der Adrenalinspiegel gesunken ist. He is going quieter. Er wird ruhiger. And now I'm going to give him a safe place to be. Und jetzt werde ich ihm einen sicheren Ort geben, And he will come to that safe place. zu dem er jetzt kommen wird. He'll look back at you because he doesn't think you're safe. Er guckt sie an, weil er nicht glaubt, dass sie ein sicherer Ort sind. But when he comes to me, I will tell him that he is safe. Und sobald er zu mir gekommen ist, werde ich ihm darin bestätigen, dass er bei mir sicher ist. And I will walk away from him, Ich werde von ihm weggehen. and he will follow me Er wird mir folgen, because he knows he's in a safe place with me. weil er weiß, dass er bei mir sicher ist. Perfection. So I'm going to rub it all over his body here. So, jetzt streiche ich ihn überall am Körper, so wie jetzt. Because if he feels me rubbing him all over and not hurting him in any way, Wenn er jetzt spürt, dass ich ihn überall berühre, ihn aber dabei nicht wehtue, then I'm a safe place. dann weiß er, dass ich für ihn keine Gefahr darstelle. It's unbelievable how quickly they learn what your intentions are. Es ist unglaublich, wie schnell sie herausfinden, was man von ihm möchte. He has had a girth around him, Er hatte vorher schon mal einen Sattel getragen, er ist auch schon im but no Schleuderverfahren rider on his back. von den Instruktoren, die auf den Equitana gearbeitet worden, aber hat bis jetzt noch niemals einen Reiter getragen. I'm going to get a saddle on him here, Ich lege jetzt erstmal Satteldecker auf und den Sattel and we will get started. und
geht's los. Okay. Thank you. I let that go down. So, das ist das erste Mal, dass das Pferd jetzt mit einem Sattel in Kontakt kommt. Von daher wird alles ganz ruhig gemacht, um das Pferd nicht zu verängstigen und sich Zeit gelassen. Now maybe you're going to see him buck with the saddle, I don't know. Es kann sein, dass er vielleicht anfängt zu buckeln jetzt mit dem Sattel. Keine Ahnung. Yeah, like that. So I told him to do this because I have to show the audience he's never been trained before. Ich habe ihm vorher gesagt, er soll das machen, damit sie auch glauben, dass er vorher nicht geritten wurde. So you can see that he's never been trained before. Und ich denke mal, Sie sehen, dass er vorher nicht gearbeitet wurde. Watch him think now, where is a safe place to be? Und jetzt achten Sie darauf, wie er wieder anfängt, darüber nachzudenken, den sicheren Ort zu suchen. He didn't think that saddle was safe. Er hat sicherlich nicht gedacht, dass der Sattel das sicheres darstellt. So he thought, I'll buck it off. Und hat sich gedacht, dann schmeiße ich ihn wieder runter. Watch him think about which direction to go now. And when I drop my shoulders and go on a 45-degree angle like this, back he will come to me. Und er hat sich überlegt, in welche Richtung er gehen soll. Sobald ich meine Schultern im 45-Grad-Winkel aufgestellt habe und von ihm weggegangen bin, hat er mir gefolgt. That is trust. Das bedeutet, er vertraut mir. And trust is what you take away from the human being when you make an army. Das Vertrauen, das ist das, was man zerstört, wenn man Leute zur Armee schickt. The soldiers can't trust anybody. Die Soldaten verlieren ihr Vertrauen. And yet we bring them home from the wars and we slap them on the back and say, thank you for your service. Dann kommen sie nach Hause von ihren Kriegseinsätzen und kriegen einen Schulterklopfen mit einem Dank für ihren Dienst. Go be a good boy. Und seid anständig. Trust your wife. Vertraue deiner Frau. Trust your boss. Deinem Chef. Trust the other people in your business. Und vertraue auch allen anderen Leuten in deinem Geschäft, deinen Geschäftspartnern. Trust your children. Auch deinen Kindern. And we'll see you down the road somewhere. Treffen wir uns irgendwann wieder. Well, they don't trust anybody. Aber sie vertrauen niemandem mehr. And so the next thing you know, they're having trouble. Und damit fangen die Probleme an. They're being violent. Sie werden gewalttätig. They're having problems. Und haben eine Vielzahl von Problemen. And oftentimes then they go to the government for help. Und oft suchen sie dann bei der Regierung Hilfe. And there's a lot of good people with the government trying to help. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge gute Leute, die auch versuchen, diese Hilfe bereitzustellen. I don't want to intimate to you that they're not trying to help. Ich möchte nicht unterstellen, dass sie keine Hilfe anbieten. But oftentimes what they do is give the veteran substances Aber häufig werden nur Medikamente verschrieben, in an attempt to quiet them down um sie zu beruhigen, ruhig zu stellen, and cause them not to be violent. damit sie dann nicht mehr gewalttätig sind. I give no substances, and I do not believe in substances unless it's to keep them from committing suicide or something like Ich that. gebe definitiv keine Medikamente und ich glaube auch nicht daran, dass sie irgendwie sinnvoll sind, es sei denn, man hilft den Leuten damit, Selbstmordgedanken loszuwerden. What I give them is a half a ton of horseflesh. Ich gebe ihm eine halbe Tonne Pferdefleisch. A half a ton, 1,000 pounds or so of horseflesh. 500 Kilo Pferdefleisch. And I say, watch this horse trust you. Und ich sage ihm, achtet darauf, wie das Pferd euch vertraut. And the horse doesn't trust them. Das Pferd vertraut ihm nicht. So he won't come to them Und das Pferd wird erstmal nicht zu ihnen hingehen, like this horse was coming to me. so wie dieses Pferd es mit mir gemacht hat. But
when we talk to them and get them to get their core right, Und wenn man sie dazu bekommt, erstmal ihre innere Ruhe richtig gefunden zu haben, then they can trust. dann können die Pferde ihnen vertrauen. And the horse comes to them. Und dann kommen die Pferde zu ihnen. And when the horse comes to them, oftentimes they break down. Und oft passiert es, wenn die Pferde das erste Mal sich den Menschen annähern, dass diese Pferde It's an amazing zusammenbrechen. overcoming of stress. Weil plötzlich einfach die Gefühle, der Stress wird immer überwunden und sie sind von ihren Gefühlen überwältigt. And I can tell you that it's the most gratifying thing I've done in my life. Das ist eigentlich die dankbarste Sache, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Letting the military, man or woman, Und Soldaten und Soldatinnen understand that we can change their life and cause them to trust again. ihnen zu zeigen, dass wir ihr Leben verändern können und dass wir ihnen das Vertrauen zurückgeben können. I was fortunate enough to win 11 world championships in the saddle. Und ich hatte das Glück, 11 Weltmeisterschaften vom Sattel aus zu gewinnen. And I would give every one of them away for the saving of one human life. Und ich würde jeden dieser Preise weggeben, wenn ich nur ein Menschenleben damit retten könnte. I am absolutely sold on the idea that violence is never the answer. Und ich stehe ganz fest hinter der Idee oder hinter dem Gedanken, dass Gewalt niemals die Lösung ist. Whipping a horse to cause pain Ein Pferd zu schlagen mit der Peitsche und Schmerzen auszuüben, is one of the worst things man has ever done. das ist eines der schlimmsten Dinge, was die Menschen jemals gemacht haben. And the whips are going away. Und die Peitschen verschwinden auch so langsam. In 1993, when I first came to Equitana, 1993, als ich das erste Mal hier auf der Equitana war, it seemed like everybody had about 10 whips in their shopping bag. da hatten wir alle mindestens 10 Peitschen in ihren Einkaufstüten. And as I go through about 5 Equitanas, the number of whips have gone down tremendously. Im Zuge der letzten 5 Equitanas sind sicherlich ist die Zahl der Peitschen deutlich zurückgegangen, die bei den Leuten in den Tüten landen. And there's nothing wrong with a whip. Es ist eigentlich nichts verkehrt mit der Peitsche. It's the hands that hold it. Es ist immer geht um die Hand, die die Peitsche führt. If you're using the whip to cause pain, Wenn man die Peitsche benutzt, um Schmerzen auszuüben, you're making one of the biggest mistakes on the face of the earth. dann macht man einen der größten Fehler, die man sich vorstellen kann. This is Herman. Der junge Mann hier heißt Hermann, der jetzt aufs Pferd kommt. Herman was born here in Germany. Hermann ist hier in Deutschland zu Welt gekommen. And so he got the name Herman. Daher heißt er Hermann. We call him Herman the German. And I have now a lot of Hermans all over the world. Überall in der Welt habe ich jetzt ein paar Hermanns herumliegen. Most of them are all busted up now Die meisten sind schon ziemlich kaputt, because the horses bucked them off. weil die Pferde sie runterbuckeln, The horses kicked them. treten sie. All sorts of things happen to Hermans. Alles Mögliche in der Pferd diesen Hermanns. But remember that if it didn't happen to Herman first, it would happen to somebody else. Aber denken Sie daran, wenn es nicht dem Hermann passieren würde, dann würde jemand anders darunter leiden müssen. Namely, a human being. Höchstwahrscheinlich ein Mensch. So in the name of safety, Und es geht um die Sicherheit. I think it's better to first do a Herman. Von daher ist es am besten, erstmal mit so einem Dummy, mit so einem Hermann zu arbeiten. He's a good rider. Oh, kein schlechter Reiter. Uh-oh. Oh, my goodness. Now the line's behind. That's all right. I'll take the other line now. So, nochmal die zweite Longe bitte. This is the first year. Oh, this is the first year, yeah. This is the 3rd or 4th year, but when you're 84, you forget things like this. Oh, nur mit 84 kann man noch mal was durcheinander bringen. Also es ist nicht das erste, sondern das 3. oder 4. Jahr. Joanna Lowes of Wales in the UK Joanna Lewis, Sie haben sie vorhin schon kennengelernt, aus Wales.
is the first female rider that I've used regularly on the road. Ist die erste weibliche Reiterin, die mich regelmäßig auf meinen Touren begleitet. And so I decided that I would use the Herman on every starter. Und von da habe ich damals beschlossen, dass ich einen Dummy bei jedem einzelnen Pferd benutze. Just to be safe. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. You know, the thing is, I had all boy riders before. Die ganze Zeit vorher hatte ich immer männliche Reiter. For 30 or 40 years. 30, 40 Jahre lang habe ich mit Männern gearbeitet. And if they got a little scar here and there, wenn die mit ein paar Namen davon gekommen sind, nobody cares about that. dann war das nicht so schlimm. No big deal. Kein großes Ding. But if I were to scar a young lady, aber wenn ich jetzt hier eine junge Dame verletzen würde, it would really bother me. Das würde mir richtig Probleme bereiten. Now, not only are we safer, es ist nicht nur, dass wir sicherer sind, wenn wir so arbeiten, but the horses are better off. Es geht auch den Pferden besser. It's more incremental. Es ist ein schrittweises Lernen und es ist ein weiterer kleiner Schritt. Learning a little bit at a time. Jedes Mal einen kleinen Schritt stufenweise etwas lernen. And staying safe. Und dabei sicher sein. This Herman has no bones in there to break. Dieser Hermann hat keine Knochen, die gebrochen werden können. No blood to come out. Er kann nicht bluten. So we can get another Herman. Also wir können uns dann einen zweiten Hermann nehmen. We can't get another Joanna. Aber Joanna ist einmalig, da gibt es keinen zweiten. We don't want to be in a dangerous place. Von daher möchten wir uns hier nicht irgendwelchen Gefahren aussetzen. Just like the horses, we're looking for a safe place. Da geht es uns genauso wie den Pferden. Wir suchen einfach einen sicheren Ort und möchten auf der sicheren Seite stehen. Licking and chewing. Zeigt wieder das Lecken und Kauen. Reduction of adrenaline. Okay, girls, let's get it off, please. So, Hermann darf jetzt absitzen. What a good boy. Yeah. Okay. Joanna here is one of the most unusual students I've had in the horse industry. Joanna ist eine ganz außergewöhnliche Studentin von mir. She happens to have been born with a very low metabolic rate. Also sie hatte Stoffwechselprobleme, als sie geboren wurde. Low pulse rate. Sie hat auch immer einen ganz niedrigen Puls. Low adrenaline level. Ihr Adrenalinspiegel ist immer sehr niedrig. And she just is quiet around the horse. Und sie ist absolut ruhig in der Nähe eines Pferdes. And they feel safe with her. Dadurch fühlen sich die Pferde auch immer sicher und gut bei ihr aufgehoben. So I'm going to put the first rider on this horse now. Jetzt werde ich den ersten Reiter auf den Rücken des Pferdes setzen. In 3 phases. Und zwar wird das in 3 Phasen geschehen. The first phase is just to put Joanna's body up there. Erst lege ich nur ihren Körper über das Pferd. Let him feel her weight and take her down. Damit er erstmal ihr Gewicht spüren kann, dann darf sie wieder runter. And then I just relax and walk away. Dann entspanne ich mich einfach und gehe wieder weg. It's the greatest gift you can give a horse to relax and walk away. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was man einem Pferd machen kann, sich entspannen und weggehen. No predator can do that. Kein Raubtier würde das jemals tun. If a predator goes in there and touches the flight animal, Sobald ein Raubtier sich nähert und das Fluchttier berührt, they will try to eat the flight dann animal. werden sie auch versuchen, das Fluchttier zu fressen. So, if I come in and I touch, Sobald ich just relax and walk away. wieder auf das Pferd zugehe, es berühre, ich entspanne und wieder weggehe, He knows I'm not a predator. dann weiß das Pferd, dass ich kein Raubtier bin. So much better than a whip. Das ist viel besser, als die Peitsche zu benutzen. Every single person that goes into their day
in their chores to do, in their work to do. Jeder kennt das, wenn man zur Arbeit geht. If they're doing it in a relaxed way, Wenn man das Ganze entspannt macht, and doing something that they like to do, wenn man etwas tut, was man tun möchte, they're going to do a better job of it. dann macht man seine Arbeit viel besser. So, he wants to be in a safe place. Er möchte an einem sicheren Ort sein. Khalifa wants to be in a safe place. And when we put the saddle on him out, Als wir den Sattel aufgelegt haben, da hat er gebuckelt. he didn't think the saddle was safe. Er hatte nicht das Gefühl, dass der Sattel etwas Sicheres ist. And when we put the Herman on, he bucked. Das gleiche hat er mit Hermann gemacht. So let's just see now if he regards the first live rider of his life as a safe place. Mal sehen, was er jetzt für den ersten Reiter seines Lebens hält, ob er den als Gefahr wahrnimmt. On the first day, we just like to walk. Am ersten Tag möchten wir nur einen Schritt gehen. Joanna likes to walk. Und ich glaube, Joanna liegt das auch im Herzen, dass er das tut. But you can see that Khalifa is completely relaxed, Sie sehen, dass Khalifa absolut entspannt ist. licking and chewing, Er zeigt wieder das Lecken und Kauen. walking along with the first rider of his life. Und er geht jetzt hier mit dem ersten Reiter, der ersten Reiterin seines Lebens. If this mentality is continued with him in the training, Und wenn man so in die Art und Weise weiter mit ihm arbeitet und ihn ausbildet, he will be a very nice horse for somebody in the future. dann wird er sicherlich in der Zukunft ein sehr, sehr nettes Pferd für seinen Besitzer oder Just Besitzerin stop werden. now, Joanna, and back Khalifa up a couple of steps. So einmal anhalten, durchparieren und ein paar Schritte rückwärts richten. You saw me back him on the lines. Sie haben gesehen, wie er rückwärts ging, als ich die Longen an ihm befestigt hatte. Because it is a sign that he is happy to do what your hands are asking him to do. Wenn er rückwärts geht, dann ist es ein Zeichen, dass er glücklich ist, das zu tun, was man mit seinen Händen von ihm verlangt. Okay? Down comes Joanna, and I know that she's very pleased to get through that one. This is the largest audience that Joanna has ever ridden. So, Joanna ist jetzt angestiegen und ich weiß ganz sicher, dass sie jetzt froh ist, dass sie es hinter sich hat, weil das ist das größte Publikum, vor dem sie bis jetzt geritten ist. But she did a fantastic job. Kein Applaus, bitte, kein Applaus, bitte. Gar nicht, wenn das Pferd die Halle verlassen hat, dann dürfen sie applaudieren. There's just one more quick little phase here. So, noch eine letzte Phase, die ich Ihnen jetzt hier präsentieren möchte. I just want him to see that I can take away the lead and I will still be here for him. Ich möchte jetzt einfach, dass er merkt, wenn ich den Frühstück abnehme, dass ich trotzdem für ihn da bin And be a safe place for him to und weiterhin der sichere Ort für ihn bin. Now you can give him some applause. So, jetzt dürfen Sie applaudieren.